Heute ist der Tag, wo es losgeht mit der Demontage. Und so ist Bootleben. Ich pack's jetzt wieder ein. Dass ich super Ausdruck habe oder was willst du sagen? Oder dass ich kompliziert bin? Ah, guck mal. Aha! Ha! Endlich! Wir haben ja die letzten Wochen das neue Boot geputzt und haben auch die Sachen jetzt rübergebracht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit Arriva hinter mir? Ich habe auf dem Boot ja damals, bevor wir losgefahren sind in Hamburg vor 2 Jahren, viel eingebaut und damals zu den Vor-Pandemie-Preisen auch gekauft. Und zwar alles Bestandteile, die wir jetzt auf dem neuen Boot praktischerweise wieder brauchen können, wie den mobilen Wassermacher, den Generator, Inverter und so weiter und so weiter. Also machen wir uns jetzt dran und bauen die Sachen, die wir drüben brauchen, hier tatsächlich wieder aus. Und heute ist der Tag, wo es losgeht mit der Demontage. Hinter mir seht ihr René. René wollte mir gerne helfen. Der ist mit seinen Kindern und mit dem Boot Acker unterwegs und macht gerade Pause in Barcelona. So, und wir beginnen jetzt praktisch zu demontieren. Was bist du denn für ein Kistenbewohner? Ich richte mir das hier gerade häuslich ein. Ja? Ja, aber ich glaube, zu groß dafür. Bin jetzt mitten am Schrauben und Demontieren. Da ist der alte Multiplus. Da habe ich die Kabel schon mal abgenommen. Ich habe ein B2B-Ladegerät abgenommen. Ich ziehe jetzt die Kabel so alle Stück für Stück zurück und muss halt immer auch ein bisschen ganz genau überlegen, was nehme ich jetzt ab und wo kommt das hin, damit ich es später wieder zusammenbauen kann. Sieht ein bisschen wild aus. Das ist unsere Achterkabine. Und wir haben jetzt hier noch das Projekt Schlafen oder Bett. Es gibt hier eigentlich ziemlich gute Polster und am Anfang hat sich das auch bewährt, mit den Polstern zu schlafen. Aber so nach ein paar Wochen habe ich jetzt gemerkt, okay, das ist doch, der Schaumstoff ist schon nicht mehr gut und lange überlegt und lange diskutiert und sind jetzt erstmal auf den Punkt gekommen, es quick and dirty zu machen, weil wir einfach einige Projekte noch haben. Und jetzt sind wir gestern zu unserem Lieblingsraumausstatter gefahren, dem blau-gelben. Ja, es gab einen im Angebot, 59 € eine Matratze, das sah gut aus und wir haben beschlossen, wir legen die jetzt erstmal auf die alten Polster, weil wenn wir es irgendwann machen, möchten wir es gleich richtig machen mit einem Lattenrost drunter, mit einer guten Matratze und das kriegen wir jetzt so eben schnell nicht hin. Für die Unterlüftung muss das ja ein bisschen höher sein, also am besten so ein Abstand und da müssten wir schon richtig was bauen und nicht jetzt. Also der ganze Prozess besteht aus 2 Teilen. Das erste ist die Matratze zuschneiden, das zweite ist den Stoff passend zunähen und dann ist gut. Ja, und so ist Bootleben. Ich packe es jetzt wieder ein. Ich zeige euch gleich warum, aber wir haben eben diskutiert und gesprochen und gesagt, nee, bevor wir jetzt hier noch mehr Arbeit reinstecken, so macht das keinen Sinn. Es ist immer das Gleiche, ne? Dann überlegst du halt, ja komm, ach nee, geht schon, wird schon und dann stellst du fest, nee, funktioniert doch nicht. Und jetzt machen wir es doch gleich richtig. Es ist immer das Gleiche, mach's gleich richtig. Es ist besser. Das ist genau das Problem mit den Bootsmatratzen. Die werden halt nicht von unten hinterlüftet. Und ja,
Das haben wir nicht angeschaut, bevor wir los sind. Und ich habe sie jetzt eben hochgemacht, um sie auszutauschen und habe eben diese Flecken gesehen, meine geübte Qualitätskontrollennase hat gleich festgestellt, das riecht nicht gut. Und klar, kann jetzt den Ozongenerator vorne reinstellen und der vernichtet das alles, aber es wird ja wiederkommen. Die Feuchtigkeit ist da unter der Matratze und das macht einfach keinen Sinn. Es wird ein Lattenrost geben. Wir müssen nur schauen, wir haben vorne eine Konstruktion, wo man ich sage immer noch vorne, wir haben hinten eine Konstruktion, wo man an den Routerkoger kommt, an die Notpinne. Das muss frei zugänglich bleiben oder leicht zugänglich bleiben. Fangen wir jetzt nochmal von vorne an. Wir haben dazu gestern im schwedischen Möbelhaus, das ist nicht weit von hier, nur 8 Kilometer, zwei neue Matratzen geholt, also kleine Matratzen, einen Topper geholt und 2 Lattenrost geholt. Hinter mir unter der Plane sieht man jetzt schon die eine zugeschnittene Matratze. Das ist die größte Matratze, die wir haben. Wir haben dazu die alte Matratze einmal aufgelegt und haben dann angezeichnet. Und wir haben dann herausgefunden, dass es mit diesem ganz normalen Küchenmesser am aller einfachsten geht zu schneiden. Wir haben jetzt hier das Glück, dass es eine recht einfache Matratze ist mit nur 8 cm oder 12 cm. Das heißt, die schneidet sich recht gut. Und Marian hat sich drinnen schon mal vorbereitet für das Nähen und das Umnähen der Bezüge. Und ich schneide jetzt so lange draußen hier mal die Matratzen zu. Ich weiß gar nicht, wie oft ich hier schon rein und raus gekrabbelt bin. Immer mal wieder anhalten und gucken, ob es passt. Und jetzt sollte es eigentlich final passen. So sieht das jetzt aus. Das sind 3 einzelne kleine Lattenroste. Das ist eine, weil das hier ist eine Platte, die eingelegt ist. Die kann man rausnehmen und dann ist das hier ein Tisch, den man hochklappen kann. Und die Funktionalität wollen wir natürlich weiterhin gerne haben. Dann haben wir hier unten nochmal einen Lattenrost und den kann man rausnehmen jetzt, weil darunter ist zum einen die Notruderpinne, die ist aber auch durchgängig. Also ich brauche nur hier noch diesen. Das ist für die Notpinne. Und wenn man den ausnimmt,
Dann komme ich hier unten auch an den Ruderkoker ran. Und das muss ja auch weiterhin funktionieren. Den ganzen Tag dran gearbeitet. Marian ist noch fleißig die Bezüge nähen. Das scheint nicht ganz so einfach zu sein. Deswegen störe ich sie mal nicht. Die ist hoch konzentriert. Eigentlich wollten wir heute an der Ariba arbeiten, weil wir die Ariba möglichst schnell fertig machen wollen. Aber so müssen wir halt auch zwischen den Booten hin und her springen. Später, ich bin wieder am Boot und ich ziehe mittlerweile die Kabel zurück. Ich habe in der Backbordkabine verschiedene Elektrosachen zurückgebaut. Ich habe in der Backbord-Achterkabine verschiedene Geräte zurückgebaut, wie zum Beispiel B2B-Ladegeräte, und die Kabel ziehe ich jetzt auch zurück. Weil die verwirren den neuen Eigentümer eher. Da sind echt viele Kabel verbaut worden von mir in diesem Boot. Unter anderem solche dicken Dinger. Und die brauche ich auf einem neuen Boot, deswegen baue ich die zurück. Ja, und da bin ich jetzt dran. Ziehe die also immer Stück für Stück vorbei, wieder ein Stück zurück. Muss dann im Motorraum wieder ein Stück weiterziehen. Und so geht das halt Stück für Stück voran. Und ich freue mich aber, dass ich hier jeden Tag ein bisschen vorankomme. Ja, was machst du? Ich versuche ja gerade so ein bisschen Ordnung zu machen. Wir toben ja gerade immer zwischen den Booten hin und her, zwischen der Ariba und hier der Licorne. Und wir sind hier im Cockpit von der Licorne und man sieht hier lauter Kisten rumstehen. Und weil ich eben, also hier ist zum Beispiel eine Kiste, da habe ich Sachen, die Kabel drüben ausgebaut, und alles, was hier eine grüne Markierung heißt, das gehört zu Victron dazu. Und das habe ich ja drüben ausgebaut. Das waren so Sachen wie, keine Ahnung, der Batteriemonitor oder sowas in der Art. Und jetzt muss ich halt auch gucken, dass ich das so ein bisschen in Ordnung halte, weil sonst ist es irgendwann weg und ich finde es nicht wieder. Dann sind so Sachen dabei, die ich jetzt für die neue Konfiguration noch dazu bestellt habe. Das habe ich gebraucht noch erstanden, das brauche ich. Dann sind hier heute endlich angekommen im Marina-Büro die Kabelverlängerungen und Kabelpressschuhe endlich angekommen. Die brauche ich nämlich auch für die neue Verkabelung. Und ich muss halt gucken, dass ich so ein bisschen in Ordnung halte. Also
kann man nicht glauben, wenn man das so sieht. Das liegt eben auch daran, zum Beispiel hier, da wo das Packmaterial rausquillt. Das ist eine Lieferung, die ist vor ein paar Tagen gekommen. Die hat auch zum Beispiel mit, so, was haben wir denn da drin? Hier, Griffe für die Oberlichter, hier für dieses Boot. Dann sind so Sachen dabei wie, keine Ahnung, neuer Hauptschalter. Also so Sachen, die ich halt wieder für die Elektrik brauche. Oder Kabel oder Silikon. Hier, Sika. Wir müssen vorne in der Backskiste den Boden erneuern. Der ist durchgebrochen. Und da habe ich eben auch eine Vielzahl von Sachen. Die muss ich halt dann mir jetzt auch mal die Zeit nehmen, die Sachen in die Kisten zu sortieren, weil die Kisten sind thematisch geordnet, zum Beispiel Elektro oder Kabel. Und Sika gehört eigentlich nicht in Elektro rein. Das gehört natürlich eher zu Kleben und Sika. Und so versuche ich mich jetzt gerade hier durchzufräsen. Hier drüben zum Beispiel, da liegt der Multiplus, den ich drüben ausgebaut habe. Und darunter die rote Kiste, da sind die ganzen großen Kabel drin, die starken Kabel. Und ja, Verpackungsmaterial, Sachen, die man mal schnell abgestellt hat. Ich glaube, das ist die Aufgabe für heute, hier mal so ein bisschen Klarschiff zu machen. Und ich bin auch immer froh, wenn ich einen Teil davon dann auch tatsächlich wegschmeißen kann. Wenn man da so hin und her rennt zwischen den Booten, dann muss man eben auch gucken, dass man hier dann auch die Sachen findet. Weil teilweise war es so, ich habe bei der Ariba Sachen gebraucht, renne hierher und stehe hier und denke mir, ja, es ist hier irgendwo, aber wo? Dann sind auch so Materialien dabei. Das ist zum Beispiel ein hochdichter Schaum. Da wurde bei der Ariba noch was gemacht. Der ist nicht komprimierbar. Das heißt, das ist und extrem leicht. Das ist so ein Konstruktionswerkstoff. Ich habe jetzt konkret keine Verwendung dafür, aber ich finde es auch schade, den jetzt wegzutun. Das sind auch so Sachen, die sammeln sich dann so ein bisschen. Aber bei der Ariba ist noch ein Schab mit Elektrokabeln aufgetreten. Die sind hier und so weiter. Aber Ja. Ich meine, das sind 20 auf 30 Zentimeter. Also wenn du sowas brauchst, dann brauchst du doch mehr. Entschuldigung. Also der Bootsbauer hat mir dazu gesagt, das Ding aufbewahren, weil wenn du wirklich eine Havarie hast, ein Loch in der Bordwand, dann machst du da ganz dick Sika drauf, weil Sika härtet auch im Salzwasser aus und drückst es drauf und machst eine Stütze dagegen. Dann wird das wieder dicht und hält auch. Ich weiß nicht, wohin damit. Also Ja, eben. deswegen liegt es hier rum. Ja. Genau. Vielleicht räume ich hier erstmal mal wieder so ein bisschen Platz frei, dass wir raus können. Der sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ist es da so ordentlich? Also nach dem, was meine Mutter früher zu mir gesagt hat, ist es bei denen nicht so ordentlich. Hier sind ja zumindest Sachen dem Versuch unterworfen, die thematisch zu gruppieren. Thematisch zu gruppieren. Thematisch zu gruppieren. Sagst du selbst, ne? Was merke ich? Dass ich super Ausdruck habe? Oder was willst du sagen? Oder dass ich kompliziert bin? Ah, guck mal. Ha! Ha! Endlich! Ihr wisst nicht, was das ist. Ich habe sie überall gesucht. Marion hat gesagt, es muss hier sein. Das sind nämlich meine To-Do-Listen. Was ich alles zu tun habe, da sind auch so Sachen drin. Hier ist zum Beispiel die Zeichnung, wie die Holzplatte aussehen muss unten, damit ich die Elektrosachen drauf kriege. Das sind so Themensammlungen, wo ich halt schnell mal irgendwas aufskizziere. Oder hier ist eine To-Do-Liste, Reparaturen, Skizzen sind da drin, Einkaufslisten und so weiter. Yay. Ich lege es jetzt mal hier hin. Ich habe doch gesagt, es ist nicht weg. Ich habe gesagt, es ist nur woanders. So, hier draußen geht das noch weiter. Alles Sachen, die wir noch dran machen müssen, dran irgendwo hin unterbringen müssen. Wir haben hier noch unseren John Boy. Sag mal, was das ist. Das ist so eine Rettungsboje, Mann über Bord Boje.
ist zum einen so ein Stab mit Blinklicht, dass man auch gesehen wird bei Wellengang. Und da unten dran hängt wie so eine kleine One-Man-Rettungsinsel dran, wo man dann reinklettert und dann erstmal safe ist. Also wir haben das nicht ausprobieren können, weil unser Kurs war, als wir es machen wollten, war gerade Corona-Hochzeit. Aber wir haben uns das angeschaut und ja, uns hat das gut gefallen, die Idee, und wir haben uns dafür entschieden. Es gibt für alle Stimmen dafür und dagegen. Man muss für sich selber überlegen, welches Rettungsmittel der Wahl man haben möchte. Wir haben uns dafür entschieden und ich glaube, das ist gut. Was für mich auch ein ganz wichtiges Argument war, wenn der erstmal da reingekrabbelt ist. Wir sind ja nur eine Zweier-Crew. Das heißt, wenn einer über Bord geht, dann ist der andere erstmal mit dem Boot beschäftigt, dort wieder hinzufahren, wo der andere ist. Bei hohem Wellengang kann das eine Zeit lang dauern, wenn man die Segel draußen hat. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass bei zum Beispiel kaltem Wasser man schnell in der Rettungsinsel drin ist, weil die Kräfte lassen nach. Man hat nur 15 Minuten bei kaltem Wasser oder noch weniger. Und in dem Moment, wo du in der Rettungsinsel drin bist, in diesem Mini-Ding, das hat nämlich Leinen, die dann derjenige, der noch an Bord ist, kann erstmal das Ding an der Bordwand sichern und dann anschlagen und dann hochziehen und den Menschen an Bord winschen. Das ist beides in einem oder alle Funktionen in einem. Und das war uns halt so wichtig. Wir haben hier natürlich unsere Solarpaneele. Die guten Solarer, die wollten wir nicht aufgeben. Die müssen wir auch noch irgendwo, wir haben noch keinen richtigen Platz dafür. Aber ja, wir kriegen ja einen Geräteträger und dann wird das schon irgendwie gehen. Auf den warten wir auch. Und was haben wir hier noch? Ich weiß es nicht. Also das gehört noch zum Förler. Das gehört noch hier das hier gehört noch Ach so, zu ja. dem Förler. Der Förler muss noch repariert werden. Genau. Mach mal. Zu den Segeln gibt es ja eine Neuigkeit, die habe ich heute Morgen angezahlt. Also da geht es endlich weiter. Und dabei ist aber beim Aufmessen haben wir festgestellt, dass der Förler zwar, ja, siehst du, er geht nicht gut rauf. Da sind 2 so Teflonringe drin. Also runter geht er gut, aber rauf geht er nicht gut. Und das heißt, wir müssen hier den Elektromotor und unten den Beschlag abnehmen, das Ganze so zur Seite nehmen. Dann müssen hier die Nieten aufgebohrt werden. Also das ist ein kleineres Projekt. Der Segelmacher hilft mir aber dabei. Da bin ich ganz froh drum, weil der hat das schon mal gemacht. Und dann werden innen drin diese Teflonringe getauscht, damit das wieder gut rauf und runter geht. Hier liegt noch die Windfahnensteuerung rum und wir haben gerade eben schon wieder gesprochen. Das ist noch nicht entschieden. Also grundsätzlich geht sie dran. Wir haben das mit Peter Förtmann, dem Erfinder, Macher und Verkäufer und Generalist von dem Windpilot besprochen. Der hat gesagt, das geht. Andere Stimmen sagen, fahre eine Amel erstmal ein Jahr und entscheide dann, was du verbessern möchtest. Und deswegen sage ich, lass uns erstmal fahren dieses Jahr und dann schauen. Und Christoph sagt pragmatisch, wahrscheinlich schaffen wir es gar nicht. das dran machen. Das dran machen. Aber Nein. du hättest sie eigentlich gerne dran. Ja, ich hätte sie eigentlich gerne dran, weil ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich hätte sie gerne, um das steuern zu lassen, das Boot. Aber beim Center Cockpit ist die Leinenführung immer so ein bisschen schwierig. Und irgendwo muss die seitlich im Cockpit geführt werden. Das kann eigentlich nur auf der Backbordseite sein. Auf der Backbordseite sitze ich aber gerne mit der Rücken an der Wand und da wären dann die Leinen. Also, und da muss ich dann auch ein Auge anbringen für die Rollen. Auch deswegen bin ich da jetzt so noch ein bisschen zwischen Baum und Borke. Und außerdem ist es so, wir sind ja vermutlich dieses Jahr noch erstmal nur im Mittelmeer und im Mittelmeer brauchen wir es nicht unbedingt. Wenn wirklich der Autopilot ausfallen sollte, dann kann man auch mal die 2 Tage, die man maximal hat, bis zum Festland, zur Not dann auch von Hand steuern. Eben. Bevor wir jetzt hier diese ganzen Sachen auf der Licorne machen, müssen wir als allererstes die Arriba fertig machen. Die muss in den Verkauf. Wir möchten
nur noch ein Projekt offen haben und nicht mehr 2 Projektboote offen haben. Das wird uns zu viel. Das geht nicht mehr. Und deswegen, wenn du wissen möchtest, wie das mit der Arriva und mit der Licorne und mit uns weitergeht, dann abonnier doch den Kanal, wenn du es nicht schon getan hast, und schalte auch gerne die Glocke ein. Außerdem Instagram und Facebook bist du auch immer ein bisschen näher dran. Und ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.